Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 3. August 2018 informierte Rainer seine Zuseher mit einem Video auf dem Gaming-Kanal darüber, dass er einen dritten Strike auf seinem Hauptkanal erhalten hatte und er davon ausging, dass dieser gesperrt werden würde. Daraufhin erschien ein Video auf dem Kanal Phoenix Drache, in dem Rainer sich kämpferisch und unbesiegt gab. Ihr wollt mich also besiegen. Ihr habt meinen Hauptaccount besiegt. Von mir aus. Excel, wenn du nur halb so viel Ehrenmann bist, wie du immer behauptest, wirst du die Strikes entfernen, ob es dir gefällt oder nicht. Ich habe lediglich meine Meinung gesagt. Wenn du die Meinung nicht akzeptieren kannst, ist das schön und gut und deine Sache. Ich habe lediglich meine Meinung zu dem Ganzen geäußert und das kannst du nicht akzeptieren, schön. Aber du brauchst meine Videos nicht zu striken. Das zeigt, dass du keinen Respekt und nur halb so viel Ehrenmann bist, wie du glaubst zu sein. Für alle anderen, das hier ist mein neuer Account, zumindest vorübergehend. Ich persönlich glaube nicht, dass wir den Account sonderlich viel oder sonderlich lange nutzen. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und der Drache wird wie immer auferstehen aus dem Feuer. Ähnlich dem Phönix. Deswegen Drachenphönix. Am 4. August tauchte ein Artikel in den Lokalnachrichten auf, aus dem sich schließen lässt, dass Rainer von einem 18-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht worden war. Am 5. August präsentierte Rainer im Stream sein Schwert. Auch lud er das Video Ausgepackt Geburtstagsgeschenke 2018 auf dem Kanal Phoenix Drache hoch. Unter den Geschenken waren auch einige Süßigkeiten und Energydrinks. Auch das Begrüßungsvideo auf seinem Alternativkanal war mittlerweile mit einem Copyright-Strike entfernt worden. Am 6. August war Herr Newstime zu Gast in Rainers Juno-Stream und befragte ihn zu den Besuchen in letzter Zeit. Naja, es ist natürlich schon, das hört sich natürlich jetzt wahrscheinlich schlimmer an, als es in Wirklichkeit ist. Also man muss bedenken, dass diese Vorfälle ja nicht 24/7 und vor allem, also die sind halt nicht dauernd der Fall. Es ist halt einmal am Tag und das halt meistens dann auch eher am Wochenende. Jetzt wo Ferien sind, wahrscheinlich auch ein bisschen öfter. Heute waren zum Beispiel 3-mal Leute da. Mache ich normalerweise nicht, dass ich darüber rede, aber heute waren ungefähr 3-4 Leute, also 3-4 Gruppen da mit 3-4 Leuten. Die haben aber nichts gemacht, die haben nicht gut, 2 haben kurz mal rumgeschrien, das war's aber auch, aber das war nicht allzu heftig. Und ansonsten ist nichts wirklich passiert. 2 Leute haben ein Schild aufgehängt, das haben wir dann aber entfernt gehabt. Und dann hat sich die Sache eigentlich erledigt gehabt. Und das sind so die harmlosen Fälle. Das ist eigentlich der herkömmliche Hater, sag ich mal. Und wenn es dabei bleiben würde, hätte ich kein Problem damit. Und vermutlich die Nachbarn auch nicht. Auch behauptete Rainer, auf das Schanzenfest vorbereitet zu sein. Am 7. August wurde in einem Besuchsvideo dokumentiert, wie sehr die Umgebung schon durch die andauernden Besucher geprägt war, zum Beispiel mit Graffiti auf Schildern. Die Besucher spielten anschließend Gitarre und warfen Obst auf Rainers Hof. Im Stream präsentierte Rainer seine neue Nebelmaschine, die er zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Am 10. August streamte er in den frühen Morgenstunden und richtete eine Ansprache an die Hater. Ich soll es dir definitiv psychisch helfen lassen. Das würde ich übrigens auch jedem empfehlen, der bei mir vor der Haustür steht. Aber ich bin nicht derjenige, der jahrelang auf einem einzigen Menschen rumhackt und zu einer Gruppe von Leuten, auch noch mit Stolz, zu einer Gruppe von Leuten gehört, die einen einzigen Menschen so lange fertig machen, bis der sich vielleicht wirklich irgendwann umbringt. Wacht auf! Ich bin nicht derjenige, der psychisch krank ist. Ich mache einfach mein Zeug, ich mache einfach mein Ding. Einfach das, worauf ich Bock habe und ich lasse mir von niemandem reinreden. Ich bin Mettler mit Leib und Seele und das heißt, dass ich im Prinzip nur das mache, worauf ich Bock habe. Ich lehne mich gegen Hunderte, gegen Tausende von mir aus oder Hunderttausende auf. Hunderttausende wollen gegen mich was machen. Und ich lehne mich gegen die auf. Ja, ich bin definitiv psychisch krank. Dann äußerte er sich zu dem Besuch von Affenkeks, bei welchem es zu Handgreiflichkeiten gekommen war.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich jedes Mal, wenn hier Leute auftauchen, so angepisst reagiere? So angepisst, wie ich in Videos reagiere ich nur deswegen, weil was passiert. Nehmen wir mal nur das Beispiel mit Affenkeks, ja? Wo ich den Stein geworfen habe. Was genau glaubt ihr, warum ich das gemacht habe? Oh, ich habe gesehen, da ist ein Auto vorbeigefahren. Ich hau jetzt da einfach mal sinnlos einen Stein drauf. Wie gesagt, ist man so dumm oder tut man nur so? Ich schmeiße nicht einfach einen Stein auf irgendein Auto. Ich habe einen Stein auf das Auto geschmissen, weil da welche drinnen geguckt waren, die aus dem Auto rausgepöbelt haben und mich angemault haben. Der Typ, der ein paar von mir kassiert gekriegt hat, weil er mein T-Shirt zerrissen hat, der Typ hat schon aus dem Auto rausgepöbelt, als sie raufgefahren sind. Wenn ihr euch das Video nämlich anschaut, dann seht ihr nur, wie das Auto oben rumdreht und wieder runterfährt. Ihr seht aber nicht, wie sie raufgefahren sind. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum? Weil das, wo sie mich angepöbelt haben und mich aggressiv gemacht haben, das haben sie natürlich rausgeschnitten. Das müsst ihr immer bedenken, Leute. Das ist immer der gleiche Bullshit. In einem späteren Stream packte Rainer Geschenke aus, darunter eine Mütze mit der Aufschrift Make Rainer Great Again und ein Katana. Später während des Streams konnte man wieder einmal Hater von draußen rufen hören, woraufhin Rainer eine Voraussage traf. Leute, ignoriert das einfach, okay? Es wird nicht hatefrei. Selbst wenn es sich noch weiter verringert mit dem Hate. Endgültig hatefrei wird es nie mehr. Anscheinend warfen die Hater Kastanien auf Rainers Grundstück und provozierten ihn so, bis er zu schreien begann. Habt ihr jetzt noch alle Latten an der Waffe, Alter? Schaut jetzt, dass der Landgewinn bevor hinauskommt und euch meinen Fuß in den Arsch schramme, Alter! Was habt ihr denn gegen meine Wand geschmissen gerade? Wenn ihr das beachtet, müsst ihr immer auf Assi machen, Alter! Habt ihr eigentlich schon mal drüber nachgedacht, wie Assi ihr seid? Schaut, dass der Land gewinnt! Ey, ohne Scheiß, kaum beachtet man die Pisser nicht, müssen sie mit Sachen werfen. Nur weil sie ihre Geltungssucht vergeben müssen. Irgendwann schlage ich jemanden die Schnauze an. Daraufhin rief Rainer die Polizei, welche dann auch bald vorbeifuhr. Trotzdem ging er dann selbst nach draußen, um so laut zu schreien, dass er selbst neben der Musik im Stream noch zu hören war. Erst provozieren sie, ja? Erst provozieren sie so lange, bis ich anfange zu schreien. Und wenn ich dann ansatzweise runtergehen will und denen an die Schnauze hauen, dann hauen sie ab, die feigen Wichser, Alter. Wisst ihr, kein Hater braucht mir vorwerfen, was für ein Assi ich bin, weil das 10.000 Mal assiger ist. Und jeder, der ins Hater-Kollektiv dazugehört, gehört zu dieser Scheiße. Egal, ob er nur im Internet hatet oder auch im Real Life. Jeder Assi, jeder Hater gehört dazu. Jeder Assi-Hater. Und da braucht mir keiner was anderes erzählen. Schreibt gerade ernsthaft jemand als Liebesbrief, feinstes Met. Wenn man auch noch stolz drauf ist, wenn man so eine Scheiße baut, Alter. Oder dazugehört. Ganz ehrlich, ich möchte in so eine Assi-Welt nicht mal dazugehören. Vielen lieben Dank, Hans. Ich möchte in so eine Assi-Welt nicht mal dazugehören, selbst wenn ich nur auf entfernte Weise damit zu tun habe. Mann, Alter. Ich würde mich schon schämen, wenn nur ein Hater... Ich würde mich nur schämen, wenn ein Hater ein Cousin 7000. Grades ist, der auch noch dazu eingeheiratet ist. Und allein dafür würde ich mich schon schämen, Alter. Ehrlich gesagt schäme ich mich schon allein dafür, dass ich Mensch bin, nur weil diese Assis auch Menschen sind. Ey, ohne Kack. Klar, ich könnte jemanden richtig auf die Schnauze hauen und mal richtig zusammenhauen. Kein Problem. Aber im Normalfall versuche ich das immer zu vermeiden. Am 11. August erfuhr Rainer im Juno-Stream, dass jemand mit dem Namen Kuro Papi seinen Stream auf YouTube restreamte und sprach daraufhin eine Drohung aus. Die Hater müssen mal wieder auf den Putz hauen, wie auch immer. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein und ich an deiner Stelle würde jetzt alles löschen und mich in Zukunft raushalten, wenn du irgendwelche Sachen restreamst, weil sonst komme ich und werde über dich hinwegfegen wie ein Feuersturm. Smaug ist nichts dagegen. Dankeschön. Am 14. August rauchte Rainer im Stream eine Zigarre, die er geschenkt bekommen hatte. Dann erklärte er, eine Dokumentation über sich selbst zu planen, die das Verhalten der Hater bloßstellen und lächerlich machen sollte. Am 15. August erklärte er im Stream, sich mittlerweile daran gewöhnt zu haben, dass bei ihm Fensterscheiben eingeschmissen werden. Hat aber wie gesagt mit dem Apfel die Scheibe eingeworfen. Anfangs bin ich ja voll ausgerastet, wenn sowas passiert ist. Ja, ich bin ausgeflippt.
Und ich war so drin gestanden, hab mit meinem Handy so gefilmt, ja, so war ich da gestanden, hab gefilmt. Und ich habe das gefilmt. Der Apfel kommt reingeflogen. Und ich habe halt nur minimal gezuckt, weil der halt auf mich zugekommen ist. Der ist neben mir auf dem Boden gelandet, neben meinem Fuß. Das war alles. Ich habe nicht rumgeschrien, ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe gar nichts gemacht. Warum? Weil ich mich daran gewöhnt habe. Das ist echt traurig, dass ich mich an sowas gewöhnen kann. Aber ich habe mich daran gewöhnt mittlerweile. Anschließend sprach Rainer darüber, dass er von Hatern mit einer Schreckschusspistole bedroht worden war. Ich habe also so eine Aluminiumstange genommen und bin rausgegangen. Und eins hat zum anderen geführt und der eine hockt halt so wieder da mit seinem Kamera. Und anders als die meisten, machen nicht alle, aber die meisten hauen ja ab. Aber der war da gestanden und sitzt halt da und filmt so. Und ist halt, das Problem ist, wenn man in 1 oder 1,5 Meter Entfernung von mir ist man in der Todeszone. Dann mache ich einen Schritt und hab den im Normalfall. Weil da kann ich mich echt schnell bewegen. Ich meine, jetzt nicht irgendwie so eine Plastikwaffe, ja, sondern eine richtige Waffe. Zieh die so. Und ich habe das erst nicht registriert und dann, nachdem ich gesehen habe, da hat eine Waffe, habe ich nur minimal gezuckt und habe den losgelassen. Und jetzt kommt der Hauptwitz. Ich habe nicht gewusst, das war ein Schreckschuss, aber ich habe nicht gewusst, dass es ein Schreckschuss ist im ersten Moment. Ich heb die Stange und gehe wie ein Berserker auf die los. Ja, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Ich habe noch nie jemanden so Angst haben sehen. Ey, ohne Scheiß, die haben sich fast in die Hosen geschissen. Ich meine, die ziehen mit einer Waffe auf mich, auch wenn es nur ein Schreckschuss ist, müsste man eigentlich davon ausgehen, weil die sehen ja verdammt echt aus. Wenn jemand schon mal einen Schreckschuss gesehen hat, die ist echt verdammt echt. Die sehen verdammt echt aus. Gut, die waren ein bisschen kleiner, aber ich habe das ja nicht gewusst, ich bin auf die losgegangen. Ich hab tatsächlich schon eine Schlagzeile von mir gesehen. YouTuber nur 1 Meter von seinem Haus entfernt von Hater erschossen. War mir aber in dem Moment scheißegal, weil die waren nicht schnell genug. Die waren wirklich in der Todeszone. Hätten die wirklich geschossen, ich denke, ich hätte einen von denen noch mitgenommen. Dann enthüllte Rainer, dass er zurzeit mit der Leistung der Polizei zufrieden war. Die Polizei macht momentan einen verdammt guten Job. Ich rufe bei denen an, wenn irgendwas passiert und die sind innerhalb von 5 bis 10 Minuten da. Es ist richtig, dass in der Vergangenheit eigentlich es Probleme gegeben hat zwischen mir und der Polizei, aber die Polizei macht momentan einen verdammt guten Job. Am 16. August eröffnete Rainer einen neuen YouTube-Kanal mit dem Namen Drachenbade. Bis auf das Video Taylor Drachenbade lud Rainer jedoch nur alte Videos neu hoch. Im Juna-Stream trank er wieder unerlaubterweise Alkohol. Am 17. August wurde, um das Schanzenfest zu verhindern, ein Versammlungsverbot für das Gemeindegebiet Emskirchen erlassen. In der Begründung für diesen Erlass war die Rede von einer möglichen Personenanzahl von 500 bis 1000 am Tag des Schanzenfestes. Zusätzlich waren in dem Dokument einige Aufrufe in den sozialen Medien aufgelistet. So ist dort in etwa zu lesen, Zitat, eine weitere Ankündigung von Anusficker 5000 auf YouTube lautet, das wird ein Kampf epischen Ausmaßes. Zitat Ende. Auch erschien an diesem Tag ein kurzes Interview im Radio mit einem Beamten des Polizeipräsidiums Mittelfranken, in dem der Radiosprecher die Zuhörer mit Mädelleute begrüßte. Der Polizist erklärte in dem Interview, dass trotz des Versammlungsverbotes Anreise und Aufenthalt nicht verboten seien, solange man den Weisungen der Polizeibeamten vor Ort Folge leistete. Auch Herr Newstime, nordbayern.de und Fefes Blog berichteten über das Versammlungsverbot. In den Kommentaren von Herr Newstime meldete sich auch Anusficker 5000 noch einmal zu Wort. Im Stream machte Rainer einige seiner Nachbarn mitverantwortlich für die Situation. Versteht mich nicht falsch, ja? Versteht mich jetzt nicht falsch. Das Dorf leidet darunter. Klarer Fall. Aber es gibt ein paar Menschen, nicht alle, aber es gibt ein paar Leute im Dorf, die sind selber schuld daran. Was die manchmal machen, wenn Leute hier sind. Wie die mit den Leuten umgehen, wenn die hier sind. Ich sage nicht, dass die schuld daran sind, dass die hier sind. Das ist meine Schuld, definitiver Fall. Aber letzten Endes, wie manche Leute hier mit den Leuten umgehen, ja, braucht man bloß mit Affenkeks sehen, wo der da war mit seinem Kumpel, als die mich angegriffen haben, ja, die sind doch tatsächlich
Die haben doch tatsächlich oben, da ist jetzt so eine Wiese und da haben die gegrillt und haben da übernachtet und haben dann während des Tages und in der Nacht immer wieder Scheiße gebaut. Auch am 18. August trank Rainer verbotenerweise wieder während des Juno-Streams. Am 19. August gab sich Rainer im Stream sehr melancholisch und gab dann auch mehr oder weniger zu, selbst für seine Situation verantwortlich zu sein. Und in gewisser Weise ist es ja auch meine Schuld, weil würde ich keine Videos machen, würde es die Hater nicht geben. Hätte ich mit dem Scheiß nie angefangen oder wäre ich nie darauf eingegangen, wäre das nie so ausgeartet. Und was mich am meisten stört, vielleicht hätte ich dann doch ein paar coole Projekte mit anderen YouTubern machen können. Das Schanzenfest war im Vorfeld lange angekündigt und beworben worden. Die ersten Aufrufe gab es bereits im April 2018. Hater hatten Trailer, Logos und sogar T-Shirt-Designs erstellt, um den Tag zu feiern. Dann, am 20. August 2018, war es soweit. Der Tag des Schanzenfestes war gekommen. Dieser begann mit einem Stream um 5 Uhr morgens, in dem Rainer berichtete, dass Tanzverbot soeben bei ihm gewesen war. Daraufhin wurde Rainer in seinem Monolog durch draußen abgefeuertes Feuerwerk unterbrochen. Tanzverbot behauptete später, dass er zu seiner eigenen Sicherheit einen Abstand von mindestens 40 Meter vor Rainers Grundstück gewahrt hatte und nur vor Ort war, um sich einen Eindruck zu machen, nicht um Rainer zu provozieren. Neben Tanzverbot war später mit Adlerson Pictures auch ein weiterer YouTuber vor Ort. Am frühen Nachmittag streamte Rainer erneut, dabei konnte man im Hintergrund ständig Hater schreien hören. Schließlich schrie Rainer zurück. Nicht erschrecken. Wer ist mir mal die Fresse hältst, du Arschloch, Alter! Kleiner Hurensohn, hau ab! Lass mich in Ruhe, du Pisser! Warum habe ich das jetzt gemacht? Nicht, weil ich mich aufrege, sondern weil ich die Stimme so geil finde, wenn ich schreie. Die Polizei versuchte den Massen an Hatern mit Straßensperren und Platzverweisen Herr zu werden. So sollen etwa 300 Platzverweise ausgesprochen worden sein, bei ca. 600 bis 800 Besuchern, und es kam sogar zu einigen Festnahmen. Viele Hater hatten Feuerwerkskörper dabei, einige zündeten sogar an der Scheune der Nachbarn, wobei die Polizei einen Brand verhindern konnte. Auch kam es zu einem Feuerwehreinsatz, da ein Stück Wiese am Waldrand aufgrund eines unachtsam geworfenen Böllers in Flammen aufging. Währenddessen grillte Rainer auf seinem Hof. Angeblich sollen sich Hater sogar in den Polizeifunk eingeklinkt haben und ein Drachenlord-Soundboard abgespielt haben. Als eine Rauchbombe in der Nähe der Schanze hochging, verfielen die Hater in einen Sprechchor. Abends kam ein Unterstützungskommando von einem Fußballspiel aus Fürth und die Polizei konnte das Schanzenfest schließlich auflösen. Alle größeren Medien berichteten über das Ereignis, so wie etwa RTL, Sat.1 oder die Bild-Zeitung, aber auch nordbayern.de und Herr Newstime. Das Schanzenfest stellt eine Zäsur im sogenannten Drachengame dar. Denn mit der dadurch ausgelösten Berichterstattung war das Phänomen Drachenlord endgültig im Mainstream angekommen. Damit würden zwar Rainers Bekanntheit und Einnahmen zunehmen, aber auch eine große Menge neuer Hater entstehen.